Es waren einmal 3 Männer, deren Leben hätte nicht unterschiedlicher sein können. Zuerst möchte ich euch Clyde vorstellen. Er lebte weit außerhalb der Stadt in einem kleinen Örtchen namens Paleto Bay. Jeden Tag pendelte er von dort aus nach Los Santos, um eine seiner Schichten in der Bank anzutreten. Diese quälten ihn zwar sehr, aber er wusste, dass er sie und das daraus resultierende Geld braucht, da er ein alleinerziehender Vater für 2 Kinder war. Seine Kinder waren für ihn das Wichtigste auf der Welt und nichts konnte ihn davon abbringen, ihn auch den kleinsten Wunsch zu erfüllen. Als nächstes haben wir Simon. Simon war ein Mann, der viele Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht hatte. Da er schon früh in seinem Leben zum Alkohol kam, war für ihn die Flasche am wichtigsten. Nach einer Kneipenschlägerei, bei der er jemanden lebensbedrohlich verletzt hatte, wurde er wegen seiner vielen Vorstrafen zu 10 Jahre Haft verurteilt und seine schwangere Frau ließ sich von ihm scheiden. Als er seine Strafe abgesessen hatte, beschloss er sich zu bessern, um für seine mittlerweile 10-jährige Tochter da zu sein. Jedoch hatte seine Ex-Frau ihm verboten, jeglichen Kontakt zu ihr aufzubauen. Zu guter Letzt ist da noch Bruce. Bruce war schon als kleines Kind verwöhnt gewesen, da er aus einer der reichsten Familien von Los Santos kam. Das Problem an seiner Familie war jedoch, dass keiner genau wusste, woher das Geld wirklich kam. Offiziell hieß es, dass es aus Aktien stammt, aber jeder, der sich ein wenig damit auskannte, wusste, dass es das garantiert nicht war. Jedoch konnte man ihnen nie etwas anderes nachweisen. So nahmen die Dinge seinen Lauf und es stellte nach ein paar Jahren auch keine mehr Fragen zu dem Vermögen. Seit seiner Jugend war er ein klassischer Playboy. Er wohnte in einer riesigen Villa, hatte so viel Geld, wie kein Mensch ausgeben konnte und vögelte alles, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Für ihn war Spaß das Wichtigste im Leben, weshalb er auch mit dem Geld um sich warf. Neue Kleidung, teure Autos, fette Partynächte, einfach alles, was das Luxusherz begehrt. Eines Tages jedoch wurde sein Vater extrem krank und die Aktien liefen auch nicht mehr so gut. Deshalb versprach Bruce seinem Vater, das Familienunternehmen weiterzuführen. Und genau das tat er dann auch.
Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich euch dies erzähle. Die Antwort ist ganz einfach. Da an diesem besonderen Tag das Schicksal diese drei unterschiedlichen Männer zusammengeführt hat. Willkommen in der Pacific Standard Bank. Mein Name ist Clyde. Was kann ich für Sie tun? Frohe Weihnachten. Ich würde gerne einen Kredit aufnehmen. Wäre das auf die Schnelle möglich? Aber natürlich, wenn Sie mir bitte ein paar Angaben zu Ihrer Person machen würden. Aber selbstverständlich. Ho, 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 der Weihnachtsmann ist da. Und jetzt die Hände hoch.